Guten Tag, mein Name ist Thomas Kubatsch, ich bin einer Mitgründer von ARI Motors. Ich sitze hier auf unserem ARI 145 Lastenmoped und alle Details zu diesem Fahrzeug schauen wir uns jetzt gleich mal genau an. Ja, der ARI 145. Der Name kommt von 100 Kilo Nutzlast und 45 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit. Hier jetzt in der Variante mit einer Eurobox hinten drauf. Das kriegen Sie natürlich auch noch mit einem richtigen Top-Case, also wo Sie Ihren Helm reinmachen können, oder aber mit so einem Weidenkorb. Sieht dann gleich ein bisschen schöner aus, aber dieser Kunststoffkasten kann eben vorne wie hinten installiert werden. Hier nochmal einfach mit so einem Gummi drüber und fertig, und dann können Sie da Zeitung austragen und Briefe wegbringen und alles Mögliche. Ist auch ein bisschen geschützter. Also das obliegt Ihnen und Ihrem Geschmack, wie Sie es ja am liebsten gerne hätten. Dann haben wir hier vorne noch ein Beinschild verbaut, damit es in der kalten Jahreszeit nicht ganz so zieht. Plus, Sie können auch noch einen Windabweiser bekommen, der dann auch noch oben ran macht. Beim Sitz üblicherweise eine Sitzfläche, aber wir können auch einen längeren Sitz verbauen. Dann wären Sie eben zu zweit, aber dann bitte nur auf Privatgelände oder auf dem Campingplatz oder so, weil er nur für eine Person zugelassen ist. Hier haben wir vorne eine Ablage fürs Handy plus USB-Anschluss. Dann rechts oben schon den Schalter für die 3 Geschwindigkeitsmodi. Dann eine Hupe, jawohl. Dann hier noch die weiteren Schalter am Griff selber. Sie kriegen auch eine Griffheizung, wenn Sie es möchten. Dann in der Mitte das Display für die Geschwindigkeit, dann für Batteriekapazität und die Gesamtkilometer. Hier nochmal der Warnblinker, dann nochmal Licht und Fernlicht, plus eben nochmal unten nochmal eine Hupe. Also sehr funktional ausgestattet. Dann ein Blick hinten auf die Achse. Also wir haben also 2 Radnabenmotoren plus 2 Scheibenbremsen, und schauen Sie mal jetzt, ja, eben war noch arretiert, also das Fahrzeug bewegt sich, kann gut in der Kurve liegen, aber Sie brauchen eben 2 intakte Beine, um das Fahrzeug dann noch abfangen zu können, denn immerhin 93 Kilo wiegt das Fahrzeug, und das will ja irgendwie gehandelt sein. Zum Aufladen haben wir 2 Varianten. Einmal direkt am Fahrzeug stecken Sie den Ladestecker direkt hinein, und dann müssen Sie nicht den Akku extra entnehmen. Da einfach mal feststecken, das war's. Und jetzt in 230 Volt Lichtstrom, 3 bis 4 Stunden ist das Fahrzeug aufgeladen. Oder Variante 2, Sie entnehmen den Akku, weil Sie vielleicht nicht direkt wo Sie das Fahrzeug abstellen, laden können. Zack, sehr handlich, auch nicht besonders schwer. Dieser Akku hat noch eine Ladestandsanzeige. Und dann machen Sie es eben oben bei sich in der Wohnung, stecken da den Stecker rein und fertig. Also so praktisch wie ein E-Bike im Grunde. Nur eben, dass Sie mit Versicherungskennzeichen unterwegs sind und ein bisschen flotter fahren können. Aber Sie brauchen natürlich auch einen Moped-Führerschein. Insgesamt das Fahrzeug sehr, sehr leise, sehr, sehr einfach zu bedienen, und es fährt eben natürlich nicht nur auf Asphalt, sondern so wie hier, sehen Sie, zack, einfach auf die Wiese rauf. Es hat halt große Räder, es hat einzeln aufgehangene Federbeine hinten, es hat diese Radnabenmotoren gleich im Fahrzeug hinten dran. Also da können Sie auch mal auf dem Weg durch den Wald oder auf einer unbefestigten Straße, bleiben Sie nicht gleich stecken oder das Fahrzeug kapituliert, und Sie fahren auch wirklich sehr gut damit. Ja? Man sitzt bequem drauf, man sitzt sehr aufrecht, man hat alles gut im Blick, und ich meine, er ist nur 68 cm breit, und da kommen Sie natürlich hier auch wunderbar auf dem Weg irgendwo. Also sie haben wenig Hindernisse, würde ich mal so sagen. Ja? Also ob da nun ein paar Poller stehen oder irgendwas anderes, sie kommen immer durch. Ja, und deshalb auch wichtig die Steigfähigkeit. Ich meine, das Fahrzeug hat 12% Steigfähigkeit. Hier haben wir jetzt gerade 9. Auch das macht dem Fahrzeug überhaupt keine Mühe. Ja, da ist einfach Kraft da in diesen Motoren, und Sie wissen ja, bei Elektromotoren, da ist ohnehin ein großes Drehmoment, also das passt schon. Aber üblicherweise fährt man ja nur mal zur Post, will ein paar Briefe wegbringen oder ein Paket abholen oder irgendwas. Ja, man hat so diese üblichen kleinen Erledigungen, die man eben jetzt mit Beinschild und dann noch mit einem Windschutz vorne ohne weiteres auch dann in der kalten Jahreszeit erledigen kann. Man muss es also nicht nur als Sommerfahrzeug ansetzen, und ja, auch hier nochmal, Sie kommen natürlich auch auf Kopfsteinpflaster gut zurecht, weil Sie haben ja 3 Räder. Ja, also das ist jetzt nicht so rutschig wie so ein zweirädriges Moped, sondern Sie haben ein bisschen mehr Sicherheit und haben damit ein vielleicht besseres Fahrvergnügen als nur zu zweit. Je nachdem, das ist natürlich eine Typfrage, aber hier nochmal, sehen Sie nochmal, ja, Sie kommen wirklich durch die kleinsten Dinge irgendwo durch.
Und auch hier, wenn Sie jetzt irgendwo wohnen, wo Sie sagen, ja, aber das möchte ich schon ganz gerne im Hof hinstellen, dann fahren Sie einfach in den Hof. Ist nicht schlimm, ja. Sie sehen schon, Sie passen da durch. Und ja, also Sie können selbst durch eine ganz normale Tür durchfahren, da muss nicht gleich das Hoftor auf sein. Und dann, naja, dann fährt man eben einkaufen, hat da hinten sein Krempel drin. Das kann man alles sehr, sehr gut machen. Und das Fahrzeug hat eben auch einen Rückwärtsgang. Ja, also Sie müssen das jetzt nicht unbedingt umständlich nach hinten irgendwie so rückwärts buxieren, sondern Sie können sich einfach raufsetzen, drücken diese Taste für rückwärts und dann geben Sie leicht Gas und hoppala, so, zack, und schon fährt man rückwärts, ja, ohne großes Zutun. Also es ist schon sehr, 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 sehr praktisch und sehr, sehr, sehr gut nutzbar. Und ja, Sie haben weniger als 4 Meter Wendekreis zum Beispiel, was natürlich auch toll ist. Und sollten Sie dann wirklich mal eine längere Tour machen oder sagen, na, ich kann bei mir aber nirgendwo laden, nur an der Ladesäule. Auch das ist nicht schlimm. Da gibt es eben diesen Adapter hier. Ja, da stecken Sie Ihren 230 Volt Stecker einfach rein. Zack, und dieses Ende geht dann direkt in die Wallbox hinein oder Ihre Ladesäule und schon wird geladen. Ja, mal sehen, zack, Lampe leuchtet, ja, da ist sie. So, also natürlich können Sie auch im ganz normalen Stadtgebiet unterwegs sein und haben mit dem ARI 145 wirklich ein sehr, sehr universell nutzbares Lastenmoped, was Sie natürlich auch mal mit dem Wohnmobil mitnehmen könnten, ja, und um dann vor Ort irgendwo ein bisschen mobiler zu sein. Also die Anwendungen sind da sehr vielfältig und wir haben Ihnen einfach mal gezeigt, was Sie damit so alles machen können und ob Sie das nun mit so einem Kasten nehmen oder einem Helmcase oder mit einem schönen Weidenkorb. Das entscheiden Sie am besten direkt bei uns auf der Webseite im Online-Konfigurator. Da stellen Sie sich Ihr Fahrzeug zusammen und dann erhalten Sie innerhalb von 2 Minuten Ihr Angebot und Sie können zwischen 3 Farben, Rot, Schwarz und Weiß wählen. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf Ihre Anfrage und bis bald.